herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von StarTrek 25th Anniversary. Heute mal was haben wir heute? Hahaha. Irgendwas im Juni. Heute ist Samstag. Ist heute 18. oder 17.? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Und auf jeden Fall weiter geht's. Nach langer Abstinenz mal wieder. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Oh Gott, das ist schon wieder ein paar Tage her. Ein paar Wochen her, wo ich das zum letzten Mal gespielt habe. Wir hatten, die letzte, was wir gemacht hatten, das war ja diese mit Quetzalcoatl-Mission, die wir einmal gefehlt haben, wo wir mit Warp-Geschwindigkeit in die Vergangenheit gesprungen sind und dann ihn doch gerettet haben. Jetzt sind wir auf dem Weg, glaube ich, zu Alpha Proxima, kann das sein? Uhura, sag mal, wohin müssen wir fliegen? Our orders are to proceed to Alpha Proxima, Sir. Alles klar, also dann check off, dann navigiere mal. Ja, mal eben wieder mal meine Karte raussuchen. Alpha Proxima hat er gesagt. Das ist die 12. Und die 12 sollte da sein. Gucken wir mal. Ja, wir sind da. Mir wird ja ganz schwindelig hier, aber Zulu, wie fliegst du? Also machen wir eben Standard-Orbit, ne? Warte mal, wie geht das ohne? Ja, also... Entering Standard Orbit. Fein gemacht, Zulu. Kriegst auch einen Knochen. Da war... Warte mal, mir schwant da was. Da war doch... Genau, das war hier gewesen. Hier, wie ist nochmal Psyche? Das war die Geschichte hier, wo wir, ja, die Codes rausfinden müssen. Hier mit Base 10 und so weiter. Warte mal. Klappt das jetzt endlich? Gucken wir mal, was habe ich gesagt? Base 3 war das, ne? Topic not available. Das lief ja nicht. Oder muss ich hier Basis 3 eingeben? Topic not available. Also siehst du, das war die Geschichte gewesen, die in der deutschen Version nicht richtig geklappt hat. Aber dafür in der englischen wieder. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn man die Sachen da eingibt. Das Einzige, was funktionieren könnte... Oh, wie hieß denn nochmal? Ich muss mal eben in meine Aufzeichnung gucken, die ich mir damals mal angelegt hatte, wo ich das zum ersten Mal gespielt hatte. Zum Glück habe ich den noch. Klar, Moment, ich blätter mal eben. So, wie heißt der? Xute. Side. A large asteroid in an elliptical orbit in the Alpha Proxima system. Spectral analysis of its composition indicates that it has minimal atmosphere and that it was once a moon of the planet Proxtra, hurled out of its orbit by a catastrophe. The 17th letter of the Lucre alphabet is named Psi, probably not by coincidence. Okay, dann gucken wir uns, wie ist der zweite an? Lucre, ne? Lucres, one of the two ancient cultures of Proxtra, see Sox. The Lucres believed that a man who made the most of his ability was a god. Their individualism put themselves at odds with the communitarianism of the Sophs. The Lucres used base 3. Their organization was based on units of 3, making up sets of 99. The number 99 was known to have religious importance to them. So, dann hatten wir Sophs, haben wir gerade gelesen. Sophs. One of the two ancient races of Proxtra, they lived in a highly advanced culture that valued the community ahead of the individual, which put them in conflict with the Lucres. The Sophs used base 4 in their mathematics, and their organization was based on units of 4 to make up sets of 100. Okay, aber wie gesagt, also... Topic not available. Ja, ich merke das schon hier. Und Basis geht ja auch nicht. Topic not. Na, das hat man schon im alten Let's Play gehabt, dass dann Basis 3 und Base 4 Topic not. nicht funktionieren. Ich hätte mal gedacht, vielleicht geht's ja jetzt mal, dass ich zum... Topic not. Warte mal eben. Wenn ich das zusammen eingebe? Topic not. Auch nicht. Tja, dann habe ich keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe mir das zum Glück damals aufgeschrieben und die Codes, die haben sich ja nicht geändert. Ja, würde ich mal sagen. Das übliche. Spock, Sie kommen mit mir. Scotty, du hast die Brücke. Dr. McCoy und ein Redshirt in den Transporterraum. Und dann ab dafür. Spock, come with me. Mr. Scott?
You have the con. Wohl wusste ich das nur. Und tschüss. Captain, Mr. Scott wishes to speak with you. Mr. Scott? Aye, we've had some slight problems with the transporters. We didn't notice anything beaming down. Just a glitch in the main transporter program. Mr. Kyle is loading a backup and we're performing tests. The transporters will be down for about an hour. That will still give us plenty of time, Scotty. I know. I have the lads in engineering doing a complete overhaul of the ship's systems. Good, Mr. Scott. I'll keep you posted. Kirk out. So, da sind wir wieder auf der Planetenoberfläche oder auf der Mondoberfläche eher gesagt. Und was mir schon letztens aufgefallen ist, guckt euch mal die Viecher an hier, die Gesichter, die sehen so ein bisschen aus wie die Typen von der Osterinsel, ne? So, ich würde sagen, bevor wir hier gleich anhand der Strahlung sterben, da war mir sowas gewesen aus dem letzten Let's Play. Bin ich mal dafür, dass wir alles hier mal abgrasen. The rocks have a high quantity of triphosphorus silver in them. I cannot get readings from this range, Captain. But if we do not hurry, there will be nothing left to get a reading on. Tja. As expected, Captain, the source of power emanations lies beyond that door. A power source that has lasted millennia and endured major catastrophes. That's fascinating, Mr. Spock. Do you have Vulcan blood, Ensign? No, sir. The rocks have a high quantity. Gut, haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee, A power source. Do you have das Vulcan? hatten wir schon. So, dann würde ich mal sagen, komm, scannen wir mal ein bisschen. It's what I was afraid of, Jim. The thin atmosphere of this moon doesn't provide enough protection from cosmic rays. We shouldn't stay here any more than a few hours. Hab mir schon fast gedächt. It's what I was afraid of. Gut, dann machen wir die großartige Talkrunde mal wieder. Aside from the security door on what should be a lifeless planetoid, this place is unremarkable. Area secure, Captain. Ist sicher. Und die Strahlung? The atmosphere is breathable, Jim, but hardly nourishing. We should either get inside or go back to the ship. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier hin. And open the door. Ah, wir sind näher dran, okay. Captain, I'm afraid we got a wee problem here. What is it, Scotty? There is some sort of virus in the main computer. Our phasers and tractor beams have been disabled, and there's no way we're getting them back in 3 hours. There goes our backup plan. Do what you can, Mr. Scott. Aye, I will, Captain. I may yet have a trick or two that I can pull, but don't count on any miracles. Isolate that virus. That's your #1 priority. That it is, Captain. We'll keep you informed. Scott out. Oh jo, die Enterprise scheint ein paar Probleme zu haben. Irgendwie ein Computervirus. Wahrscheinlich hier von dem Mond hier da hochgespielt. Keine Ahnung. Ja, und weiter geht's hier, ne? Wir scannen mal wieder eine Runde. The door still appears to be in operating condition. Unremarkable. Unremarkable. Schön. Warte mal, hier haben wir da was. There is power running to the keypad. Tastatur, wie rückständig. Working display panel, Captain. Mal gucken. Irgendwas war da gewesen. Ich speichere mal kurz eben. Save new game. Replace previous game. Save new game. Wir machen mal 9. Ich schreibe jetzt mal Tür hin. Tür? Ja. Und dann Spocky. Jetzt darfst du mal eben mal hingehen. Wer ist denn jetzt Spock? Er oder er hier? Faszinierend. Na komm, latsch mal hier hin. Spock, see what you can do with that lock. Okay, er war es gewesen. Die sehen sich von hinten so ähnlich aus. Besonders wenn beide die Arme hinten verschränkt haben. Jetzt haben wir einen Code. Ach, warte mal eben. Ja, genau. Das war jetzt der Code, den wir durch Base 3 und Base 4 rausgekriegt hätten. Und ich tippe ihn mal eben von meinen alten Aufzeichnungen, die ich von damals habe, wo ich das Ding in den 90ern mal gespielt hatte. So, 10.220 müsste gewesen sein. Wunderbärchen. That worked. I see you deduced that 10200 in the Lucas Base 3 was equal to their sacred number 99. Na gut, dann scannen wir eben wieder ein bisschen weiter. A security lock, Captain. Cool. A security lock, Captain. Na dann, treten wir ein. Report, Scotty. How are things going? About as badly as a killed in a blast furnace, Captain.
Wait a minute. Lieutenant Uhura has some news for you. The virus came from our sensor sweep of the moon's computers. We believe we have analyzed the memory sectors it attacked. Well done, Uhura. I wish I could take credit for it. It was Mr. Kyle who found the pattern. We are attacking it with antivirus programs. Computer science sounds more like medicine every day. If we had a doctor as good with computers as you are with patients, we'd be having a lot fewer problems. Finally, someone who appreciates me. Keep working at it, Uhura. Kirk out. Ja, mal gucken, welches Antivirusprogramm benutzen die? Kaspersky? Antivir? Oder was? Naja, schauen wir mal. So, eben mal weiter scannen. This door is similar to the one on the outside of the secure lock, except that it has not weathered over the years. Electrical panels indicate the keypad on the right controls the door. Aha, also hier, oder was? This keypad is fully functional and controls the door. Its entry code is in base 3. A computer terminal, Captain. It uses the Luker alphabet. I think I can decipher it. Okay, also ich bin dafür, dass wir gleich wieder ein bisschen speichern, weil wegen könnte ja sein, dass hier wieder irgendwas dazwischen funkt. Im wahrsten des Wortes. Und das gleiche... Nein, ich will nicht New Game. Ich möchte, Herr Computer, ich möchte, oder Frau Computer. Save new game. Replace previous. Ich möchte das und ich möchte die Tür ersetzen. Gegen eine andere Tür. So, weiter geht's. So, Spock hat geguckt. Müssen wir jetzt hier oder hier? Also ich habe ja gespeichert. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Warte mal. Spock, mein Freund. Ne, jetzt ist er hier. Okay. Du dahin. The console reports the following. Welcome to Orbital Missile Base. Codename, Scythe. This base has been operational for the past week. It has completed one successful fire mission. Estimation of success is at 22 over 100. 22%? That's very low. Hardly something to brag about. Doctor, in Base 3, 22 divided by 100 is equivalent to 8 out of 9, or 88%. I would think that quite satisfactory, given this base's probable mission of destroying the soft forces on Proxtree. It says the base has been operational for a week, but this has been here for 1,000 years. If the Lukers built this base with a clock that told the time by measuring the moon's rotational speed, or the gravitational forces generated by Proxtree and the sun, the computer may have calculated only a week of time has passed since its first action. I might be able to learn more with another look at the console. There is a substantial amount of data here, but in summary, Scythe was created by the Lukers as a launching platform for missiles to keep the Softs subjugated to their influence. The Softs managed to infiltrate the base. However, their actions triggered Scythe's auto-attack mechanisms and initiated a holocaust that nearly annihilated the planet. One soft strike did, in fact, hit the moon and deflected it from its orbit. It has been dormant since then. So why has the base been activated again? Given the damage to the moon, its slow rotation and orbit, it has never realized the war is over. On this pass, for the first time, it has detected radio wave transmissions from Proxtree. Because it does not recognize them, it assumes the Softs are still active. Its transmission to the planet, I would assume, was some sort of a check beacon to see if it should continue its mission. Jim, let's return to the ship and blast this place to destroy its weapons. Doctor, this moon is a god to the people down there. If we destroy it, we will violate the Prime Directive. Spock is right, Bones. Spock, what are the chances that we could decode the transmission and send a stop code to the base? In trinary or decimal? Spock! 1.327 million to 1, provided the archaeological studies about Luker's languages are correct. Our other option is to get into this base and see if we can bring the computers down. Ja, ich würde sagen, eine gute Idee. Also wie gesagt, nach oben und dann wegblasen können wir nicht, weil wegen die Eingeborenen da auf dem Planeten verehren den Mond als Gott und dann würden wir gegen die erste Direktive verstoßen. Aber B, wir können es ja nicht hochbeamen, weil die Enterprise noch mit einem Virus zu kämpfen hat. Die haben zwar ein Antivirenprogramm dran angesetzt, aber wer weiß, ich weiß jetzt nicht, wie viel Terabyte oder so der Computer von der Enterprise an Speicherkapazität hat und dementsprechend
wird das Scannen des Hauptspeichers ziemlich lange dauern. Ja. Wenn ich so mal gucke, wie meiner scannt, wenn ich mal einen Durchlauf mache, 500 Gigabyte, so ein paar Stunden. Ja, und weiter geht's. Mr. Gates, hätte ich jetzt was gesagt. Komm, Spocky, dann machen wir hier weiter. Klicke da mal den Code ein. Ich glaube, das war jetzt 122. Wenn ich meine Aufzeichnungen klauen darf. Fascinating. If the Federation language studies were correct, the ideograph for the word scythe in the Lucers language is the 17th symbol in their alphabet that corresponds with 122 in base 3. Cool. So, weiter geht's. Kirk voran, wie immer. Captain, we have a cure for the computer virus. Well done, Uhura. I modified Cathedral C to exclusively attack the Lucre virus. They annihilated each other, Captain. Fascinating, Lieutenant. The Klingons aren't going to be happy to learn that they helped us. How about the phasers and tractor beams? We may get the tractor beams online in time, Captain. I'm afraid even the backup phaser transmission codes were affected. We could destroy some missiles manually, but if this complex decides to launch more than 10 missiles at a time... Understood. The ball is in our court. We'll give it our best shot. Kirk out. Jo, und weiter geht's. Aber wir speichern wieder. Save new game. Replace previous. Und natürlich wieder mit einer neuen Tür. Haha. Komm. So, dann scannt euch mal durch. Was ist das hier? This door is made from remarkably dense alloys. Even our most powerful phaser rifle or welder would not be able to penetrate it. The thing must be almost as tough as a starship hull. Indeed, Ensign, and considerably thinner. A remarkable achievement in metallurgical engineering. This panel has a slot in it rather than a keypad. The slot bears traces of triphosphorus silver, and power is currently running to it. I am recording the pattern of this lock into my tricorder. Dann mach mal. Was haben wir noch im Angebot? Hier ist auch eine Tür. Nothing to report. Gut, dann übliche Fragerunde. Please allow me to concentrate, Captain. Okay. When I retire from Starfleet, I'm going to write one heck of an autobiography. Fascinating, Doctor. I look forward to reading it. But that way I can finally get someone to listen to me. This machinery is incredible. Are all your landing missions this much fun? I might never leave this place. Er will gar nicht weg. Ist in Ordnung. Apropos nicht weg. Sollen wir mal gucken, wie war das nochmal gewesen? Jetzt haben wir die Tür hier. Haben wir die aufgemacht damals? Oh Gott, das ist alles schon so Ewigkeiten her. Wir können auch da durchgehen. Ich überlege mir gerade mal was. Na, ich glaube, wir sind hier weiter durchgegangen. Also ich meine, hier sind wir gar nicht rein da hinten. Ja, das sieht schon eher aus da, wo ich hin muss. The Lucers did not leave behind many examples of their architecture. I can see why. Captain, with the 3K AG content of the surface rocks and the tricorder scan of the pattern inside the lock, I believe the laser drill can be used to fashion the ID card needed to open the sealed door in the other chamber. Okay, warte mal. Scannt mal, Leute. These are display panels for the laser drill. A storage box of some kind. Na, warte mal, Laserdrill, das war der hier, ne? Oh, da hang ich schon mal fest. The mine shaft was drilled out of the lunar rock by a laser device, similar to the one mounted in the ceiling. Dann würde ich mal sagen, warte mal eben, wir öffnen mal die Kiste hier. Sind das Kirky? Renn mal hin. Kirk? Dann nicht. So, du da hin. Jetzt hörte man auf mich auch. Okay, dann nehmen wir was raus. Und die Stimme aus dem Off sagt nicht, dass Kirk was in die Hand genommen hat. Okay. Was haben wir denn? Aha. Wo ist es denn? Scan mal. Na, kann er nicht. Okay, so. Wie ging es jetzt weiter? Das und andere Fragen beantworten wir in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt Star Trek 25th Anniversary. Danke fürs Zugucken
Und ich finde, dass die letzten Folgen eigentlich glimpflich abgelaufen sind, was so mit Sturheit des Captains angeht. Also die gehorchen mir mittlerweile einwandfrei, die schnurren wie Kätzchen, wenn ich was sage. Das freut mich. Und es macht richtig Spaß, dann jetzt weiter zu gucken, weiter zu spielen. Und ich sag dann mal, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Mikey. Ciao, ciao.